Lieben, und willkommen zu einer brandneuen Folge Megalobox Staffel 2, Episode 10. Okay, aber der ist doch gar nicht mehr im Rennen. Wie ist das möglich? Ah komm, da hat jemand so ein bisschen getrickst, oder? Ach, das ist noch gar nicht offiziell. Das ist auf seinem Mist gewachsen. Ich weiß es, ganz genau. Mal abwarten, wie viel davon seine Idee war. Dieses manipulative Aas. Ach Gott. Er hat gar keine Chance in seinem Zustand. Oh Gott, ich habe Angst um ihn. Ich habe wirklich Angst um ihn. Vor allem, woher wissen die denn, dass Joe wieder da ist? Ich meine, er hat doch einmal nur gegen Liu im Sparring geboxt, aber sonst. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Oh, mach's nicht, Joe, bitte. Krass, das ist genau dieselbe Stelle wie im ersten Staffel. Hat er auch da gesessen. Ich habe wirklich Angst, dass er dann im Ring stirbt. Ich meine, wenn sich die Macher das ausgedacht haben, dann kann ich es auch nicht ändern, aber ich hoffe, dass sie ein anderes Ending für ihn gewählt haben. Ich kann mich nicht entscheiden, wer der Kolibri ist und wer der Nomade. Also ich weiß nicht, ist das Joe oder ist es Mac oder umgekehrt? Weil ich weiß nicht, auf was soll dieser Kampf denn hinführen? Welches Ziel hat dieser Kampf? Hm. Ja, der hat die Daten gefälscht. Mhm. Aber die sitzen echt in der Patsche. Die werden ziemlich viel Geld verlieren.
Oh, das wird sie einiges kosten. Aber wenn sie sich jetzt zurückzieht, dann denke ich mal, der Schaden wird groß sein, aber sie wird wieder auf die Beine kommen, als wenn rauskommt, dass Roscoe Menschen benutzt. Ja, dann wird der Schaden dreimal höher sein. Was hat er vor? Was? Ich meine, ich will nicht sagen, dass er vielleicht hofft, dass Joe in dem Kampf ums Leben kommt. Ich meine, das wäre zu übertrieben, aber er will sicherlich seinen Chip an die Leute verkaufen. Ja? Und wenn die sehen, der hat sogar den alten Champion besiegt. Ich hoffe, jemand kommt noch mit einer guten Idee. Ich finde es lustig, dass er Professor geworden ist. Das passt zu ihm. Steht ihm. Hm. Bei ihr weiß ich nicht, wie ich sie einschätzen soll. Ich weiß nicht, auf welcher Seite sie ist. Auf mich macht sie den Eindruck, als wäre sie selber nicht wirklich damit einverstanden, was Sakuma macht. Oh oh. Ob er sich davon beeindrucken lässt? Ich glaube es nicht. Ich denke nicht, dass Mikio die Person ist, die sich von sowas bedrohen lässt. Mhm. Ach, das ist sie damals. Hm. Aber es ist auch ein bisschen blauäugig. Ich glaube, sie weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat, aber es ist zu spät, noch umzudrehen. Ah, hm. Aber ohne den Chip wäre das doch anders ausgegangen. Oh, okay. Und wieder dieses Buch. Ist das wirklich seine Entscheidung gewesen? Wie viel Manipulation seitens Sakuma steckt in dieser Entscheidung? Oh, da hat ein Kranich, ein Origami-Kranich in der Hand. Hm. Ich glaube, das ist eine Metapher für Hoffnung.
der hat das gewusst. Der wusste über McTime Bescheid. Ich meine, Joe hat schon einige harte Gegner besiegt, aber ich meine, er ist ja auch nicht mehr wirklich in der Form. Oh, es ist am Endstadium. Ach du meine Güte. Ganz dünn. Oh, hat stark abgebaut. Oh, das gibt mir ein ganz, 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 ganz schlechtes Gefühl. Ach Gott, was hat das nicht überlebt? Mhm. Ach, da schon her. Jetzt erfahren wir mal über den Grund. It wasn't over. Okay. Ach, er wollte nicht, dass dieses Licht ausgeht. Verstehe. Er wollte sich nicht eingestehen, dass es vorbei ist. Ja. Also dann kann es doch sein, dass er der Nomade ist und Mac ist der Kolibri, ne? Weil der Kolibri ja mit seinem Gesang den Nomaden von dem, was er eigentlich vorhat, abbringt. Das ist so gemein. Ich hätte mir so gewünscht, dass er das noch mitbekommt, ja? Und dann stirbt er einfach. Oder, warte, der Kolibri war Chief. Och, das hört sich an wie Goodbye. Nein. Oh Mann. Das heißt, er kriegt jetzt ein Spezialtraining. In 2 Monaten, okay, also gut, wenn er sich anstrengt, dann schafft er das vielleicht. Ach, Juri. Ich glaube, er sagt ja, er hat immer für sich gekämpft, aber ich glaube, diesmal kämpft er auch für die Kiddies, ja. Aber ich verstehe immer noch nicht die Entscheidung, jemanden herauszufordern, der ja schon gar nicht mehr offiziell boxt. Was ist der wahre Grund? Oh oh, das wird ihn nicht freuen. Aber ich glaube nicht, dass er ohne Gear boxt. Das macht er nicht mehr.
Ich glaube, er hat immer alleine gelitten. Schon in der ersten Staffel. Mhm. Mhm. Hm. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen Joe in ihm gesehen, ja. Vor allem dieses Feuer in den Augen. Hm. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil er das nicht wirklich will, ja. Er macht das einfach nur, damit seine Freunde überleben. Oh, mach das nicht. Mach das nicht. Bitte keinen Vertrag mit Fujimaki. Oh, nein, mach das nicht. Sei nicht so dumm. Ja, bitte. Es muss hier, langsam ist wirklich Schluss mit dieser Rivalität. Schließt endlich Frieden. Sag ja, Sajo. Sag ja. Ja, sag's ihm. Nee, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Aber vielleicht ist das die einzige Möglichkeit. Nein, nein, bitte. Das kannst du nicht wollen. Tu das nicht. Och, nee, oder? Aber gegen den alten Joe hat er keine Chance. Nee. Ah. Oh Gott. Das war ja ein kurzer Kampf. Aber ich meine, das war klar. Oh Gott. Ja, bitte beende das. Das endet sonst in Blutvergießen. Mann, Sacho, sei doch nicht immer so sturbockig, wirklich. Wer ist hier der Selbstsüchtige? Du bist selbstsüchtig, Sacho.
Ah ja, ich weiß, warum er ihm das sagt, weil Sancho denkt, dass es seine Schuld ist, dass er weggelaufen ist, aber das stimmt nicht. Weil es war ja wirklich nur allein Joes Entscheidung. Oh no. Aber siehst du mal, all das, was sich in den Jahren angestaut hat, kann er jetzt endlich rauslassen, Gott sei Dank. Hm. Oh. Oh mein Gott, sie haben sich vertragen, ich fasse es nicht. Gott sei Dank. Ah, Mann. Gott sei Dank. Oh Mann, also, wenn er jetzt stirbt, nachdem die beiden sich vertragen haben, das dürfte nicht sein. Nein. Oh oh. Och nee, ausgerechnet jetzt kommt es zurück. Ausgerechnet jetzt. Nein. Nein. Oh mein Gott, bitte nicht. Wie bitte? Ah, wir haben doch noch 2 Folgen. Nein, du kannst doch jetzt nicht sterben, oder? Nein, komm. Ich meine, es hätte ja zu schön sein können, dass die beiden sich endlich vertragen. Nein, natürlich muss sowas kommen, ja? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja, aber ich verstehe das nicht. Das kann ja nichts mehr mit seiner Tablettensucht zu tun haben. Ich meine, er hat ja vorher auch geboxt. Gegen Chief und gegen Liu. Und da hat er keine Symptome gehabt. Was ist das? Also in dem Zustand kann er niemals gegen Mac boxen. Oh, oh, ich habe ein gutes Gefühl. Dass das so endet wie Ashita no Joe. Ich glaube, es ist gut, wenn ich mir keine Hoffnungen aufbaue. Das ist so, jetzt er hat jetzt die letzte Hürde überwunden, ja, er hat mit Sacho Frieden geschlossen, ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung geht es jetzt, ja, solange er noch nicht Frieden geschlossen hatte, bleibt er am Leben, egal was ihm passiert, aber jetzt, nachdem das diesen Abschluss gefunden hat, weiß ich nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die letzte Folge nicht überlebt? Ich glaube, es ist relativ hoch. Ich habe so das Gefühl, es geht in die Richtung, er macht Frieden mit sich selbst, er schließt Frieden mit all den Leuten um sich herum und wenn er dann stirbt, dann kann er sozusagen in Frieden gehen, weil er alle Probleme in seinem Leben noch vorher gelöst hat. Naja, wir werden sehen, wie das ausgeht, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass es gut ausgeht. Naja, so, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.